In tropischem Klima wächst doch alles. Und genau das dachten wir auch vor 10 Jahren. Doch ist das wirklich so? Dem gehen wir jetzt auf den Grund. Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Wir sind Jolien, und Sebastian. kurz zum Thema Brille. Da kommt in den nächsten Tagen ein Video darüber, ja, über das Thema Lochbrille. So, und ich möchte kurz euch abholen, damit ihr wisst, an welcher Stelle sind für alle, die uns noch nicht kennen. Und zwar leben wir seit 10 Jahren in Südamerika und 6 davon im tropischen Bereich. Und es war schon immer unser Wunsch und unsere Idee, dass wir uns selbst versorgen können. Und das Ganze hat sich immer mal wieder von verschiedenen Seiten gezeigt, warum es bisher noch nicht so geklappt hat, wie wir gerne hätten. Als wir die ersten Jahre in Paraguay verbracht haben, hat uns der nächtliche Kurzzeitfrost unsere Babypflanzen kaputt gemacht. Und als wir uns dann entschlossen haben, nach Peru auszuwandern und in den tropischen Bereich uns niederzulassen, da wuchs so einiges, ja, aber auch Dinge, die man gar nicht haben wollte. Und es wuchs dann auch nicht das, was wir eigentlich kultivieren wollten. Und wir haben so einige Erfahrungen gemacht, die uns manchmal zum Staunen gebracht haben. Ja, bleiben wir mal bei der Kartoffel, ja? Des deutschen Lieblingsknolle, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest von der Statistik her. Ja. Ja, die Kartoffeln, wir leben ja in Peru, die Kartoffeln stammen ja aus Peru, ja, also aus den Anden, aus dem Andenbereich. Aber wir leben im tropischen Regenwald. Wir sind auf 700 Metern über Meeresspiegel, ne? Ja, das ist egal, das spielt keine Rolle. Es ist immer noch tropischer Regenwald, Tagestemperaturen plus minus 30 Grad, eher ein bisschen drüber und nachts 20 Grad, geht kaum darunter, ja. Mal 18 ist mal das niedrigste in der Nacht. Das ganze Jahr über verteilt. Das ganze Jahr über fast dieselben Sonnenstunden, ja. Etwa 12 Stunden plus minus nimmt sich nicht viel. Deswegen, die Kartoffel, die wie ihr sie in Deutschland anbaut, ist bei unserem Klima hier sehr schwierig. Ja, wie du dir vielleicht selbst denken kannst, in den Anden so auf 2000, 3000 oder mehr Höhe herrschen natürlich andere Temperaturen. Und deswegen, die Kartoffel, die mag halt als Nachtschattengewächs jetzt nicht unbedingt dieses feuchttropische Klima und diese hohen Temperaturen auch nicht unbedingt. Es kann sein, dass dadurch halt die Knollenbildung erschwert wird, Krankheiten gefördert werden und das ist halt der Grund, wieso im tropischen Regenwald Kartoffeln üblicherweise nicht kultiviert werden. Wir haben es in Aucayacco mal ausprobiert und wir hatten pro Kartoffelpflanze eine Kartoffel dran, die sehr klein war. Ja. Unsere Alternative zur Kartoffel ist vielseitig. Zum einen gibt es die Süßkartoffel, die hier sehr gut wächst, wo man auch die Blätter mit verwenden kann. Dann haben wir die Maniokpflanze, die ebenfalls eine stärkehaltige Knolle ist, die unter der Erde wächst. Und auch ganz speziell, das ist die Tzacapapa. Wobei das noch nicht alles ist, wir können das noch erweitern. Da gibt es noch Yacon als Knolle, die hier gut wächst. Dann gibt es noch Pituca. Es gibt noch viele andere, Racacha. Das sind Begriffe, die ich jetzt nenne, die kennt ihr vielleicht im Deutschen so gar nicht. Ja? Aber das sind alles Knollen, die im tropischen Klima gut wachsen und ja, fast von allein, ja, wo man nicht viel tun muss. Also was bei uns nicht funktioniert, und wir haben das auch gar nicht groß versucht, das sind die Kohlarten, wie zum Beispiel Brokkoli, Spitzkohl und alle weiteren. Ist im tropischen Bereich, würde ich sagen, auch nicht möglich, auch wenn wir es nicht ausprobiert haben. Und gesehen und zu kaufen gibt es das hier, da wir in Peru 3 Klimazonen haben und in den, ja, wenn wir wieder in den höheren Lagen gehen, in den Anden, dort gibt es das und wächst es. Ja, Spinat und Salate. Bei denen ist halt das Problem, dass sie durch die hohen Temperaturen schnell zur Blütenbildung neigen und dadurch nicht unbedingt ausreichende und große Blätter bilden. Was wir eigentlich möchten. Wir möchten ja nicht die Blüte, wir möchten ja die Blätter. Dafür haben wir aber auch eine Alternative. Für Spinat machen wir... Zeigen wir euch demnächst ein extra Video, wie wir hier ein Spinat für uns herausgefunden haben, was für uns sehr gut funktioniert. Also den verrate ich jetzt nicht, aber eine andere Sorte sind zum Beispiel Moringa-Blätter. Der Moringa wächst hier in dem Klima und seine Blätter sind sehr mild und erinnern an Spinat, besonders wenn man noch etwas Fettiges mit hinzugibt, wie zum Beispiel Kokosnusscreme. Ja, kurz nebenbei, Moringa wächst sehr gut, ja, aber das ist jetzt ja vielleicht nicht unbedingt die typische Gemüsepflanze, allerdings eine gute Alternative, weil man kann viel von der Pflanze essen im tropischen Regenwald, ja. Was wir schon ausprobiert haben, sind Erbsen, wie zum Beispiel auch Zuckererbsen. Die funktionieren vielleicht nicht deren besten Bedingungen, aber kann man machen. Und es gibt ja auch noch tolle andere Hülsenfrüchte. Das sind ja zum Beispiel diese Buschbohnen, ne? Oder wie heißen die? Strauchbohnen. Ja. Und das sind ja richtig
das sind keine Bäume, aber die wirken schon wie so ein kleiner, großer Baum und die betun sich ziemlich gut alleine. Ja, die Erbsen sind gewachsen. Wir haben uns auch darum gekümmert, wir haben sie gepflegt. Allerdings sind sie nicht sehr ertragreich und relativ schnell dann vertrocknet. Also zu Möhren, das haben wir auch probiert. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir es in Paraguay auch ausprobiert haben. Wenn man viel Zeit, ja, und wirklich sich wirklich ganz viel da rein investiert, um Möhren zu bekommen, dann schafft ihr das vielleicht irgendwie. Aber so, dass man da sagt, man macht das mal so ein bisschen mit im Garten nebenbei, bei tropischen Bedingungen, schwierig. Ich glaube, die mögen die Temperaturen nicht so über 30. Es ist schwierig. Ja, und just haben wir vor ein paar Wochen von unserer Nachbarin eine gute Möhrenalternative gefunden. Das nennt sich Racacha oder sie sagen auch wilde Möhre dazu. Es ist ein Wurzelgemüse, was leicht süßlich schmeckt. Und wenn man es kocht, ich weiß nicht mehr ganz, aber wir werden da ein extra Video drüber machen. Ja, es ist eine gute Alternative, die hier gut wächst. Wir waren auch richtig engagiert, was Radieschen angeht, weil Radieschen haben wir selber auch gut zum Keimen benutzt, um Sprosslinge zu essen. Also hatten wir auch schon mal ein kleines Radieschenfeld angelegt. Und dort haben wir vergeblich darauf gewartet, dass die Pflanze ja, sich nachproduziert, also die Samen bildet. Weil da waren Blätter und dann ging es nicht weiter, ne? Oder wie war das nochmal? Also die sind geschossen, relativ schnell, haben aber dann an dem Stängel oben nie eine Blüte gebildet. Und das liegt daran, dass die Tageszeit zu kurz ist, ja, zu wenig Sonnenstunden, weil wir ja, wie ich am Anfang schon erklärt habe, fast den gleichbleibenden Tag haben. In Deutschland oder in Europa sind halt die Tagesstunden im Sommer 15 Stunden oder mehr zum Teil, ja. Und das ist halt das Problem bei Radieschen gewesen. Und sind auch bei anderen Pflanzen das Problem, dass die Samenbildung schlecht oder gar nicht möglich ist, aufgrund der fehlenden Tagesstunden. Ja, zum Thema Zwiebeln, ähnliches Problem. Dadurch, dass die Tagesstunden zu kurz sind und die hohen Temperaturen, bilden sie nicht so gern ihre Zwiebeln und sie gehen auch nicht in die Blüte. Oder es ist schwierig möglich. Wir haben allerdings in Paraguay, und das ist ja noch mal einige Kilometer, ich weiß gar nicht wie viel, weiter südlich, weg vom Äquator, da haben die Nachbarn sogar sehr großflächig Zwiebeln angebaut. Ja, die haben Zwiebeln angebaut, die haben auch Tomaten angebaut, die haben auch Kohl angebaut, auch Möhren. Allerdings ist Paraguay subtropisches Klima. Und je nachdem, es gibt auch, was ich noch erwähnen wollte, es gibt auch angepasste, teilweise von verschiedenen Gemüsesorten, angepasste Samensorten für die Tropen, ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, was hier herstammt, was hier wirklich ursprünglich wächst, dann sind diese Pflanzen fast alle nicht dabei. Also Tomaten würde ich nicht ganz ausschließen, aber schwierig, bedarf viel, viel mehr Hingabe als in Deutschland. Durch die ständige Luftfeuchtigkeit braucht es nicht mal Regen, dass die Blattfäule da schon anfängt, sondern das passiert manchmal schon durch Luftfeuchtigkeit. Wenn man eine richtig gute Trockenzeit hat und sich ausgiebig drum kümmert, würde ich sagen, ja, funktioniert. Also so bedingt so. Was besser funktioniert hatte, war Paprika. Weil Paprika nicht so, obwohl es auch zu Nachtschattengewächsen gehört, nicht so anfällig ist, was die Blattfäule angeht. Im Vergleich zu Kartoffeln und Tomaten eben deutlich weniger. Ich kann euch einen kleinen Exkurs für mich selber geben. Ich weiß auch nicht, mit wem ich drüber reden soll, weil die Peruaner vielleicht den Vergleich nicht haben. Und zwar gibt es hier die sogenannte Mumbai-Pflaume. Vielleicht können wir hier was einblenden. Wir haben jetzt gerade keine eigenen. Und die Mumbai-Pflaume, wenn ich die esse, es ist ja eigentlich eine Frucht, aber die schmeckt für mich im Mund, als wenn ich Tomatensalat mit Zwiebeln esse. Kann ich nicht bestätigen, aber ja, die Geschmäcker sind verschieden. Du hattest gesagt, wir haben hier noch die Möglichkeit für Baumtomaten. Ja. Wobei bei uns jetzt direkt mit 700 Meter über dem Meeresspiegel das vielleicht sogar noch zu wenig ist. Ich glaube, 1200 wachsen sie besser. Ja, wir haben aber jetzt ja einen Baum und wir sind uns nicht ganz sicher, ob es wirklich die Baumtomate ist, weil von den Blättern und von der Frucht sieht es so aus, aber die Früchte werden nicht rot. Ja, die bleiben grün. Wir hatten damals aber, wo wir noch ein bisschen niedriger waren, noch eine andere ähnliche Frucht, sage ich mal, die von den Blättern ähnlich aussah und eine ähnliche Frucht gebildet hat. Die hat aber ganz anders geschmeckt. Die hat geschmeckt wie saure Gurken, ja. Und diese jetzt hier schmeckt eher wie diese Baumtomate, die man kaufen kann. Das kann ich euch nämlich noch kurz sagen, dass viele kultivierte Sachen oder Früchte, die ihr vielleicht schon mal aus dem Fernsehen oder so gesehen habt, die gibt es meistens noch in einer ursprünglicheren Form. Und da es gibt, glaube ich, richtig viele Baumtomatensorten, aber wir kennen im Supermarkt, wenn wir sie kaufen können, in einem speziellen Supermarkt, meistens nur diese eine bekannte. Das stimmt nicht ganz. Baumtomaten gibt es auch bei den anderen Händlern teilweise. Da gibt es manchmal die gelbere, manchmal diese dunkelrot oder fast ein Siedlergehende ist, ja.
Du redest von unseren Händlern, ich rede von den deutschen Händlern. Ach so, du redest von Deutschland? Ja, Okay. in Deutschland gibt es halt Weil du wirklich unser diese gesagt- eine spezielle Ah. Sorte zu kaufen. Und es gibt halt noch sehr ursprüngliche Baumtomaten, die halt gar nicht rot werden, die gelb-grünlich bleiben. Das wollte ich kurz erwähnen. Ja, sind wir jetzt miteinander vorbeigeredet. Ja, allgemein können wir festhalten, für eine Selbstversorgung gehört ja dazu, dass man möglichst seine Samen auch selber erzeugt. Ja? Weil wenn ich jetzt immer wieder darauf angewiesen bin, die Samen zu kaufen, weiß ich nie, was ich von der Qualität habe, wie sind die behandelt wurden. Deswegen war es für mich früher in Deutschland so, möglichst viel, was geht, in die Blüte bringen zu lassen und die Samen bilden zu lassen. Um dann fürs nächste Jahr oder fürs übernächste Jahr, je nach Pflanze, dann die eigenen Samen zu haben. Das ist deutlich schwieriger. Ja, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwieriger. Und deswegen haben wir dann bei manchen Gemüse gesagt, es macht keinen Sinn, das jetzt die Samen zu kaufen, das einmal anzupflanzen. Der Ertrag ist teilweise schlecht, um dann wieder die Samen zu kaufen. Ein Merksatz nochmal für euch so als Fazit. Eine Pflanze will nicht blühen, weil ihr der Winter fehlt. Eine andere will nicht in die Knollenbildung gehen, weil die Tage zu kurz sind. Und eine andere schießt viel zu früh, weil es ihr schlichtweg zu warm ist. Nochmal ein kleiner Hinweis, ja. Wir sind vielleicht auch nicht das Paradebeispiel, weil als wir angefangen haben in Peru, hatten wir ein Grundstück mit 30 Hektar, ja. Davon waren aber nur ein gewisser kleiner Teil kultiviert von uns, wenn man das so bezeichnen will. Und dadurch, dass wir immer so viele Projekte gleichzeitig machen und ich zum Großteil alles selber mache, ja, wir ja keine Arbeiter zu uns holen, jemanden bezahlen dafür, dass er irgendwas tut, ist einfach viel zu viel Arbeit, dass wir allen gerecht werden können. Und deswegen haben wir es bis jetzt nie geschafft, wirklich einen Gemüsegarten in dem Sinne, wie man es vielleicht in Deutschland kennt, anzulegen. Unsere Idee war immer gewesen, oder meine, eine Art Waldgarten, ja, ein Fruchtwald anzulegen, wo eben Fruchtbäume in Kombination mit Gemüse und mit Kurztagpflanzen, mit Kräutern stehen. Aber da ist es nie zur Veränderung gekommen, ja, weil wir dann wieder weggezogen sind. Da gibt es ja vielschichtige Gründe für. Und ja, magst du noch was ergänzen dazu? Ja, und dann kommt auch noch der Punkt dazu, die Natur selber, ich sage ja, die Sachen wachsen hier, aber es sind oft halt die sogenannten Unkräuter, die so schnell wachsen, dass man ebenfalls sehr viel mehr Zeit investieren muss, sich darum zu kümmern, dass die Sachen ja zurückgehalten werden, um erstmal eine Wohnfläche zu haben, wo man überhaupt laufen kann gut und halt die Pflanzen, die dann kultiviert werden sollen, überhaupt den Raum haben. Also zusammenfassend haben wir für uns über die Zeit festgestellt, dass wir von unserem Konzept, ja, wir wandern aus Deutschland und nimm einfach die Wünsche 1:1 mit und packen sie nach Südamerika. Das funktioniert für uns nicht. Und wir haben jetzt im Laufe der Zeit, und wir sind auch immer noch dabei, neue Dinge zu erfahren, was hier eigentlich gut funktioniert, was vielleicht auch weniger Hingabe, Muße braucht, um in der Natur hier sich selber durchzusetzen, wie ich gerade sagte, damit die anderen da nicht drüber wachsen, sondern was noch kräftig ist und sich selber als Wildkraut hier so etabliert. Und das sind jetzt so mehr Sachen, auf die wir wirklich den Fokus legen und die wir dann auch kultivieren wollen, weil alles ist natürlich noch nicht vorhanden auf dem Grundstück. Und da lernen wir auch immer noch neue Dinge kennen. Und das ist auch der Punkt, der dann mir großer Spaß macht, weil ich die Sachen auch gerne verarbeite. Und da probiere ich in der Küche extrem viel aus, was man mit diesen Sachen denn so Feines machen kann. Ja, nennen wir mal ein paar. Zum Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, ist die Kokosnuss. Ja? Die brauchen halt ziemlich lange, ehe die Palmen so weit sind, dass sie das erste Mal Früchte tragen. Aber diese Kokosnuss ist so vielfältig einsetzbar und ist meiner Meinung nach mit die gesündeste Nuss, in Anführungsstrichen, wenn wir sie mit als Nuss zählen wollen, weil die muss man nicht erst trocknen, die benutzt man frisch und die vom Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis auch noch relativ gut ist, ja, im Vergleich zu anderen Nüssen. Aber ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Was super ist in den Tropen, sind Bananen, ja, vor allem Kochbananen, das ist eine Stärke, ja. Die sind nicht so süß, die benutzt man als Stärke, die kann man teilweise grün benutzen, das machen die Einheimischen teilweise. Vor uns haben wir genannt Maniok, hier sagt man Yucca dazu. Die wächst auch schon in Paraguay, super, ja, ohne dass man dafür machen muss, wenn man jetzt nicht viele Schädlinge hat, die anfressen. Was auch noch eine gute Stärke ist, sind Brotfrüchte, ja, der Brotfruchtbaum. Das ist zwar ein Baum, aber es ist trotzdem eine Art Gemüse oder eine Art Stärke, was es uns bietet. Dann gibt es noch Palmen, die uns Früchte geben, ja. Zum Beispiel die Piruayo, das ist die Pfirsichpalme. Die hat auch kleine Früchte dran. Wir nennen sie Palmkartoffel, weil sie für uns ein bisschen nach Kartoffel erinnert, ja. Dann gibt es noch die Aquache und es gibt noch viele mehr, die Bäume oder ich sag mal, ja, Langzeitpflanzen, die uns mit Stärke versorgen, was wir in Deutschland so gar nicht haben. Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, sind die Gurken. Gurken wachsen auch, besonders wenn man sich darum kümmert, wachsen sie bestimmt gut. Aber es gibt sogar noch ein bisschen was vom Geschmack her ähnlich ist. Das ist die Inka-Gurke.
Die ist aber noch, sag ich mal, die macht sich alleine. Es ist eine Rangpflanze, man kann da ebenfalls Blätter essen und die Frucht, also die sogenannte Inka-Gurke, ist auch eine richtig tolle Erfrischung. Mich erinnert die Inka-Gurke eigentlich mehr an eine Paprika, von der Form her, weil sie auch innen hohl ist. Aber im Deutschen sagt man Inka-Gurke, hier heißt sie Kiowa. Dann gibt es noch die Luftkartoffel. Wir werden auch demnächst was drüber machen. Die Luftkartoffel, die heißt hier, fällt mir gerade der Name nicht ein, weil es ist auch von Region zu Region verschieden. Die klingt ähnlich wie Kiowa. Kajota. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ja. Jedenfalls die wächst und die ist auch sehr ertragreich, wenn man die einmal gut etabliert hat. Die macht extrem viele Früchte und die kann man roh essen, man kann die kochen, die ist sehr vielfältig, relativ geschmacksneutral, erinnert ein bisschen an Kohlrabi. Ja, das ist auch eine wundervolle Frucht. Was auf jeden Fall auch richtig gut geht, das ist Kürbis. Ja. Nicht den Kürbis, wie hieß der Kürbis in Deutschland? Hokkaido. Also nicht der Hokkaido-Kürbis, das ist eine Sorte von hier. Die gehen gut, die gehen sehr gut. Und was auch eine Frucht ist, die aber als Gemüse dienlich ist, das ist die Bananenblüte. Die Bananenblüte kann ebenfalls verarbeitet werden in der Küche als Gemüse. Ja, wir können auch Papayas grün essen, das wird im asiatischen Raum viel benutzt, haben wir auch gemacht, als wir damals viele Papayas hatten. Also wir können das noch deutlich weiter ausdehnen und vor allem der große Vorteil im tropischen Bereich bei diesen Pflanzen ist, die sind ganzjährlich teilweise vorhanden. Teilweise, ja. Kochbananen können wir das ganze Jahr beernten, wenn wir genug Pflanzen haben. Luftkartoffel. Bei den Palmen ist es schon anders. Die haben teilweise eine Saison, die bilden nicht rund ums Jahr Früchte. Aber es gibt noch mehr. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht alles aufgezählt, da gibt es noch viel mehr. Aber das wird ja jetzt nicht unnötig in Länge Genau. sein. Du hast noch einen richtigen Kracher. Ja, ein paar Kräuter. Und zwar gibt es hier sowas wie Sacha Oregano und Sacha Culantro. Culantro ist so wie Koriander. Oregano sagt der Name ja schon, ist ja fast gleich. Das sind auch Wildkräuter, die richtig gut sich von selber, ja, die kümmern sich. Selbst Petersilie wächst gut, muss ich sagen. Mhm. Ist minimal ein bisschen mehr Aufwand, aber funktioniert sehr, sehr gut. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Ich wollte noch kurz was dazu sagen. Sacha Culantro zum Beispiel ist deutlich potenter als der Koriander. Von den Nährstoffen, ja. Und die Blätter sind viel dunkler als von Koriander jetzt. Das ist schon mal, wir haben jetzt hinter Sellerie sind wir nicht eingegangen. Da weiß ich jetzt nicht ganz, der Miguel, unser Nachbar, sagt, der Sellerie würde bei ihm wachsen. Aufwand. Mit Aufwand, ja. Wirklich mit Aufwand. Ja. Aber ich möchte noch zu ein paar Superfoods kommen, die natürlich in der ausgewogenen Küche nicht fehlen dürfen. Ingwer und Kurkuma wächst einwandfrei. Unkraut. Wie Unkraut. Dann haben wir auch als Superfood Sacha Chagon, das wird euch nichts sagen. Vielleicht können wir ein Bild irgendwo einblenden. Vielleicht haben wir sogar noch ein eigenes Foto von damals. Ist eine Knolle und die wird getrocknet und zu Pulver gemacht. Und das ist wie so ein Superfood. Das ist auch voller Nährstoffe und sehr reichhaltig. Was auch selbst hier teuer verkauft wird, das Ja. Pulver. Ja. Also ihr seht, das ist ich muss anfangen umzudenken. Und ich dachte ja, wir sind noch nicht am Ende mit unserer Erfahrung, was wir eigentlich benutzen können. Es ist halt komplettes Umdenken und neu die Welt kennenlernen. Und dann gibt es mehr Möglichkeiten, als es auf dem Anfang erscheinen mag. Falls euch außer meiner Brille und meiner Mütze noch was anderes an mir aufgefallen ist, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare rein. Und wer uns in unserer Arbeit unterstützen möchte, ist gern dazu eingeladen, uns über Ko-fi in der Videobeschreibung eine Kokosnuss zu kaufen. Wir bedanken uns bei euch fürs Dranbleiben bis zum Ende und wünschen euch einen wundervollen Tag. Tschüss!